So, hallo und willkommen zurück bei World of Final Fantasy. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass die Mutter von Lan und Rain möglicherweise von dem Anführer der Bahamut-Armee, irgendwie so, Königreich, Bahamut, wie auch immer, möglicherweise gefangen gehalten wird in seinem Schloss. Und da wollen wir natürlich hin. Können wir hier noch irgendwas machen? Sprechen? Angucken können wir es nicht. Gut, dann machen wir uns doch einfach mal auf den Weg, würde ich sagen. Was eigentlich mit Miragen fangen? Können wir hier noch irgendwie... Nee. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Ach so, heilen und speichern hätte ich mal können, ne? Ich glaube, das sollten wir vielleicht noch tun. Oh. Again, it shall be Ragnarok, a battle, initiated by new champions, and yet, to whose salvation? You're beyond salvation. What? An illusion. Geflügelte Ritterin. Well, no matter. A chase is more to my liking. I tire of simply waiting. Wow. Die war aber unfreundlich. Schokolade hat neue Gegenstände im Angebot. Aha, letzte Folge haben wir noch drüber gesprochen. Ja, speichern können wir auch. Hervorragend, das ist ja ein Service hier, ein Traum. Was Schokolade jetzt wohl hat. Ich finde den Namen übrigens immer noch nicht gut. What's up, sis? Oh, it's probably nothing. I just had this strange feeling. Kind of familiar, but also kind of scary. Sind wir wieder geheilt? Nein. Das heißt, wir können ja eigentlich einmal zurück. Gespeichert haben wir ja nur gerade. Und keiner wundert sich, dass sie weg ist. Naja, oh, mich nervt das Laufgeräusch von ihr gerade. Unheimlich. Nehmen wir Ifrit. Der quietscht zwar auch beim Laufen, aber zumindest mal ein bisschen Abwechslung im Quietschen. Lichter ein, wollen wir hin, damit wir da einmal uns heilen können. Wie gesagt, gespeichert haben wir gerade, das wäre ja jetzt ein bisschen übertrieben, aber heilen. So. Und dann gehen wir mal nach Norden weiter, wo wir hin sollen. Und da sollen wir nach, wie hieß das? Solani? Irgendwie so. Gucken. Im Kartenmenü kannst du eine Weltkarte aufrufen. Machen wir auch mal. Ach so. Ach so, wir befinden uns im Waldsee. Wir können aber noch nicht so schön gucken auf die Karte selber, oder? Nee, schade. Ich dachte, wir können so die Karte einmal komplett durchscrollen, um schon mal so eine Idee zu bekommen, wie groß denn die Welt sein wird. Aber dann wohl... Ah, du siehst... Bist du eine echte Tour? Ja, bist du. Ein Teleportstein. Sehr cool. Bring mich in Sicherheit. Tama. Mit dem Teleportstein kannst du dich im Nu zum Eingang einer Höhle zurückbringen lassen. Jawohl, also wie ein Fluchtseil quasi. Anna, du musst dann zwar den ganzen Weg noch einmal laufen, aber wenn du Prismarien auswechseln oder nach Neuenwaldbergen zurück möchtest, gibt es keinen schnelleren Weg. Und du kannst den Teleportstein einsetzen, so oft du möchtest. Ah, cool, ein festes Item. Nice. Schick. Sehr gut. Wo ist der denn wohl? Ist der dann in den Gegenständen, bei den wichtigen? Nein, er ist bei sonstigen. Ach ja, wie das Seraphon. Okay. Nice. Nice. Und Erinnerung Valfaris. Wird benötigt, um die Metamorphose zu Valfaris freizuschalten. Ah, dafür sind Erinnerungen. Wird benötigt, um die Metamorphose zu Schokobo-Küken. Aha. Sehr schön. Wissen wir das auch. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir die geheime Erinnerung freischalten. Das heißt, wir müssen das Mädchen ohne Namen... Oder ist das unser Zimmer? Sind wir das Mädchen ohne Namen? Also, eigentlich ja Rain? Nee, oder? So, einmal hier das wegmachen. Mädchen ohne Namen erinnert mich jetzt gar nicht. Da ist ja auch immer noch ein Punkt nicht frei... Warum stehst du hier rum? If a monster puts you to sleep, you won't be able to do anything while you're dozing. You can hit your own allies to wake them up, but if that doesn't sit well with you, another option is to use a pick-me-up. Here, you can have this one.
Ah ja, danke. Der steht hier einfach mal doof rum. Warum steht... Oha. Schnee. Oh, ich mag Schnee. Hier jetzt auch gerade geschneit. Also kein Chapter Sommertag. 6. Solace from the ice. Zuflucht vor Eis und Schnee. Kein Sommertag vermag selbe Glücksgefühle bei mir auszulösen wie ein schön verschneiter Wintermorgen. Das ist Freezing my unglaublich. butt off out here. No kidding. Hey, let's take shelter at that inn there. Also wenn das mal nicht schön ist hier. Voll schön. Karte. Karte sagt geradeaus ist auch was, aber wir gehen mal einfach hier rein erstmal. Das ist echt schön hier. Ist auch hübsch. Charlottes Herberge betreten. Ach, hübsch. Voll cool. Katzen. Charlottes Herberge. Oh, our first guests in a while. Welcome to Charlotta's Solace. Charlotte. So much warminess. Oh, hello there. Would it be okay if we rest here for a little bit? Sure. The Solace wouldn't be much of an inn if we turned away freezing travelers. Thank goodness. Oh, we don't see very many giants these days. What? Lon, what are you... Whoops. Oh. She doesn't really seem all that shocked. Oh, well, I'm sure some folks would make a fuss. But I remember a time when giants wouldn't warrant a second look. It's only lately your kind has truly gotten scarce. But even then, I doubt anyone's eyes have been popping out. Well, now that you mention it, I guess not. Don't give it a second thought. Everyone is welcome under my roof. Although it would help if you did a little shopping before you go on your merry way. Good idea. I wonder if she's got anything to keep us warm. That would help. Okay. Das leuchtende Etwas sieht so aus, als könnte es uns Wärme spenden. Okay, dann nehmen wir das doch mal. Ooh, is this for warming up? Oh, Mantel. this looks nice and toasty. Excuse me, how much do you want for this? Wait a sec. Tell me you're not planning to cross the ice fields. We kinda have to get to Saronia. Forget it. Don't even bother. Making the trip at this time of year would be difficult enough on its own. But for a while now, the ridge has been overrun by nasty mirages. No traveler is safe. Giant or Lilikin, you would be torn right to pieces. Oh yeah? We can handle some mirages. You can just point us right at those suckers. Alter. Oh, you see, we're Mirage Keepers. And we're actually on a journey right now to gather as many of them as we can. Right? Yes, sirree! Oh, wow. We have had a lot of guests over the years, but you two are definitely my first ever Mirage Keepers. Excuse me? Sorry to intrude. My name is Raffia. Riffia. Final Fantasy. You see, I've been stuck here in the inn for a while now, because of all the mirages in Icicle Ridge. Raffia, are you certain about this? Yes, I've made up my What? mind. Don't give me that look. I won't stop you. Honestly. Hey, Mirage Keepers. Huh? Yes? You did say you're on your way to Saronia, right? That's right. In fact, you might say that we're on a mission of sorts for Cornelia. So we can't stay here long. Good grief. I must be the only one around here with a lick of sense. Okay, fine, you win. But at least take along the Warlock's warmer. In exchange, I want you to let Raffia here go along on the trip with you. She knows a bit of white magic. You can't say no to that. Charlotta. Hey, no skin off my nose. Or mine.
Besides, if she can use white magic, she'd really be doing us a favor. Great! Everybody wins! So, if that's settled, why not rest up before you go? Jawohl. Einen magischen Taschenwärmer erhalten. Sehr gut. So, ihr sucht den Stalaktitkamm, der liegt nördlich der Herberge. Okidoki. Aber wir wollen jetzt einmal kurz gucken. Einmal die Ausrufezeichen wegmachen. Revitali X. Heilt Schlaf. Wichtiges, der magische Taschenwärmer. Er schafft durch Feuermaginiten ein Wärmefeld, in dessen Reichweite alles warm gehalten wird. Ach, wie schön. Das ist doch nett. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Wir können doch hier im Abenteuerlogbuch... Ja, wir können die Kapitel gucken. Abstecherlogbuch, das waren die Quests. Das muss man genauso sagen. Aber wo können wir denn? Können wir nicht irgendwo die Charaktere nachgucken? Ging das nicht? Nochmal. Abenteuerlogbuch. Zuflucht, nein. Abstecher, nein. Ne, hier ja auch nicht, oder? Nee. Ach, schade. Ich dachte, das ging irgendwo. Mira-Steine? Ach, Quatsch. Warte mal, haben wir überhaupt keine? Ach doch. Nee, haben wir nicht. Okay. Er hat eine, ne? Ja, genau. Da konnten wir es aber auch nicht nachgucken. Wir wollten ja gerade was ganz anderes machen. Wie schade. Na, hoffentlich kommt noch mal irgendwann so ein Kompendium der Charaktere. Okay, ich mache euch einmal kurz klein. Normally I would have charged you through the roof for that warlock's warmer. Just so you know. Ach, wie nett. Dankeschön, dass du es nicht machst. Katze. If you have any mirages that use fire magic, they should make the trip through the ridge a little easier. Okay. Ah, das ist doch eine Truhe. Die können wir doch bestimmt erreichen, wenn wir... Genau. Einen Taufkristall. Taufkristalle. Mit dem Taufkristall kannst du deinen Miragen einen neuen Namen geben. Jawohl. Du kannst ihn so oft verwenden, wie du möchtest, also nur keine zurückhalten. Ah, sehr schön. Wir können es also. Da ist nochmal was. Untersuchen. An alle, die dem Weg der Magie folgen, verinnerlicht die Überlieferung und studiert stets fleißig. Geboren aus dem Drachenschlund, getragen von den Sternen, werden hoch am Himmel durch Licht und Dunkelheit im Traum geschlossene Gelübde erneuert. Der Mond ist in ewiges Licht gehüllt und kennt die Dunkelheit nimmermehr. Sein Strahlen bringt der Erde Segen. Kryptische Worte. Was auch immer sie bedeuten. Nun gut. Können wir hier hoch? Nein. Können wir hier noch was machen? Nein. Blümchen. Überall sind Katzen. Gut, dann gehen wir mal wieder ins Grieselflachland und schauen, was wir hier an Unheil stiften können. Oh, the cold doesn't seem half as bad now. Thank you, magic warmer thingy. You're right. I think we'll be able to cross the ice now. Saronia, here we come! Okay. Wir gehen aber einmal kurz zwei Sachen nachgucken. Wir gehen einmal zu Schokolotta. Heißt die so? Voll doof. My Und senses are telling me some kind of door has appeared in Ninewood Hills. okay. Ich wollte gerade sagen, wir gehen in den Shop. What's this thing? Aber okay. It sure looks like a door. But does it even go anywhere? Hello? Let's check it out. What? Hey! Der Typ ist unfassbar. Ah, da in der Mirapedia, alles klar. What? Where are we now? Ups. Visitors? What an unusual surprise. Who are you? And where are we? My name is... Huh? It was right there on the tip of my tongue. Use it or lose it, I suppose. Das namenlose Mädchen. Oh, but this is my tea room. So who are you? Will you join me for tea? Well, you might say that we're sort of passing through. But I'm Lon, and this is... It's Rain. And my brother and I are from Ninewood Hills.
Lawn and Rain from Ninewood Hills. Of course! I had a dream about this. I saw the two of you come here. Today's the day. Huh? Right. I think I might know why you've come here. Shall we get started? Sorry, come again? You know what me and Rain are doing here, even though we don't have the slightest clue? Mm-hmm. You're keepers looking for new mirages. You've come to touch the souls of your friends, their past, present, and future, to step into their shoes and fight when mirages threaten them and they need you most, to sway them towards success. Correct? I don't know. Whoa, dude. Stimmt. That was a lot of words. Hey, Rain, you follow that? Nope. I'm officially lost. So, whose soul will you touch? Was? Stellvertreterkämpfe. Stellvertreterkämpfe kannst du im Zimmer des namenlosen Mädchens bestreiten. In ihnen kannst du die Seelen derer berühren, die du auf deiner Reise getroffen hast, jawohl. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Zeit spielt keine Rolle. Wann immer du willst, kannst du in der Stunde ihrer Not erscheinen, um ihren Platz in einem wichtigen Kampf einzunehmen, jawohl. Aus welchem Film stammt folgendes Zitat? Zeit spielt keine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist das Leben. Wer das weiß, darf sich freuen. Krieger des Lichts Helden-Emblem wurde freigeschaltet. Du kannst es im Zimmer des namenlosen Mädchens erwerben. Ah, das ist doch mal interessant. Das heißt, wir gucken uns hier mal kurz. Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir mal weiter. Was können wir die dann hier... hallo? Hier ist... Ich kann hier nichts machen. Ach da. Hallo, ich hätte gerne eine Tasse Tee. Assam, bitte. I'm taking a break now. What now? Alma-Kristalle eintauschen? Ah, okay. Hey, what are these Armagem things? You found some Armagems? We're not exactly sure what they're for, but we did turn up a few. That's good. They have great value here. You can think of those gems as a kind of token. Token? Yes. In order to touch another's soul, or to tamper with time, first, you must offer compensation, hence the Armagems, tokens you can pay in recompense. Oh, so the more we find, the more stuff we can do here. Right. But isn't that kind of dodging the question? Okay, they're tokens, but where do they come from? You needn't wonder about every little thing. The world has some secrets. You're simply better off not knowing. Okay. Ebenso wie Gedanken lesen. Die guckt ein bisschen verrückt, oder? Das namenlose Mädchen. So, Jagd auf Alma-Kristalle. Tama. Alma-Kristalle sind ganz schön schwierig zu finden, jawohl. Anna, das stimmt, aber sie sind sehr praktisch. Du kannst mit ihnen nicht nur die Heldenembleme der Erlöser bekommen, sondern sie auch dazu einsetzen, um vom namenlosen Mädchen besondere Aufgaben zu erhalten. Aha. Das ist toll, aber die Heldenembleme will ich trotzdem haben, jawohl. Dann ein kleiner Tipp. An Orten wie dem Kolosseum kann man häufiger Alma-Kristalle finden als woanders. Viel Spaß bei der Suche. Aha. Aha, aha. So, das heißt, was können wir denn jetzt bei ihr Hello. machen? Hello. What now? Oh, juck. Which Alma-Kristalle champion would you eintauschen. like to awaken? Ach so, die können wir hier quasi kaufen. Aha. Das... Wie Anzahl? Preis. Ach so, wir müssen da tatsächlich eine Anzahl angeben. Das ist ja albern. Gegen 2 Alma-Kristalle eintauschen. Jawohl. Witziges Geräusch incoming. Eine Trophäe. Ein Applikant. What's this stuff about invoking champions? With invocation, you can call upon the mediums you've met for help, and then they will fight alongside you in the field of battle. Dude, what? Really? Really? The catch is, you can only invoke their power for a very limited time. Basically, they pop right in and whoosh right back out. Pop. Fush. Got it. All the same, the fact that we can invoke them at all, it sounds pretty useful. Yeah, it'll make collecting mirages way easier. All right, but there are restrictions.
First, not all mediums are champions. They must awaken to their true potential before you can invoke them. Furthermore, some champions awaken in stages, and each to their own abilities. You'll need Armor Gems to awaken them, and you'll want to put some thought into who you're going to invoke, and at what time for that matter. Yeah. And invoking isn't free. You have to bend all kinds of divine rules to pull it off, which means more compensation. And I guess we can't pay in Armor Gems? Not the gems. Use those here to awaken champions. To invoke, you'll have to store up a different kind of tender. Why don't you think of it as a kind of gauge? When you have enough champion points, you can invoke them. Oh, that's super easy to understand. So, how do we go about storing champion points then? Wear down your souls. What? To put it simply, the gauge fills when you're hurt, and when you defeat mirages. Right. Okay. So basically all we have to do is keep fighting. Correct. Oh, I won't overthink it. Oh, one thing. Many champions can be found across Grimoire, but you will only be able to call upon 3 of them at any given time. Think carefully about the situation, and choose the champion suited to the task at hand. But why? It takes a lot of connecting the dots to make sure they can reach you. Unfortunately, 3 is the most that I can handle. But if you're willing to offer up your souls as additional portals, then I could arrange something. I am pretty sure there's no way that can be good, so we'll pass. So, von Erlösern und Applikanten. Tama. Jemand, der das Potenzial hat, zum Erlöser zu werden, wird Applikant genannt. Der Krieger des Lichts ist Cornelias Erlöser, demnach war er von Anfang an ein Applikant. Und wenn du sein Heldenemblem mit dir trägst, kannst du ihn im Kampf zu Hilfe rufen. In Grimoire scheint es viele Applikanten zu geben. Du kannst nie genau wissen, in wem heimlich ein Erlöser schlummert. Das finden wir heraus. Auszeichnung für wahre Helden. Hinter der seltsamen Tür in Neuenwaldbergen kannst du im Austausch für Alma-Kristalle Heldenembleme der Erlöser bekommen. Solche Alma-Kristalle findest du hier und da auf deinen Abenteuern, aber sie sind sehr selten. Das war ja klar. Heldenembleme sind der Beweis, dass du einen Erlöser erweckt hast. Du kannst jedoch nur jeweils 3 Embleme auf einmal mitnehmen. Also wähle im Menü vorausschauend die Erlöser aus, die dich am besten unterstützen können. Ah ja, okay. Also, das kennen wir ja. Erlöserpunkte. Die Erlöserleiste kommt ins Spiel, wenn du Erlöser in den Kampf schicken möchtest. Jawohl. Sie kann sich auf bis zu 3 Abschnitte füllen und jeder Erlöser benötigt unterschiedlich viele Abschnitte, um gerufen zu werden. Ach, das sind die Sternchen. Okay. Wenn du einen Erlöser in einen Kampf holst, umgehst du damit die göttlichen Regeln, aber eigentlich kann man das nicht. Wie? Aha. Ein Paradox also. Ich komme aus den Stocken, weil ich kein Paradoxon oder egal. Also, ja. Aber selbst das Unmögliche ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, wenn du nur gewillt bist, den Preis dafür, du weißt was, vergiss es einfach. Ach, weißt du was? Alles klar. Das war ja ein bescheuerter Text. Judy. Dann haben wir das und einen neuen Menüpunkt. Heldenembleme. Heldenembleme. Krieger des Lichts. Dankeschön. Ach, wie nett mit so einer Animation. Sehr, sehr cool. Das finde ich gut. So, Gegenstände. Sonstiges. Taufkristall. Okay. Allerlei Wissenswertes. Das ist da alles nochmal erklärt. Ja. So. Jetzt haben wir uns... Oh, noch was. Jetzt haben wir uns das alles angeguckt. Jetzt würde ich sagen... gehen wir einmal... Jetzt gehen wir einmal... Good morning. Good morning. What now? Seelen berühren. Was soll das? Whose soul will you touch? Wessen Seele wollen... Wessen Seele? Ah, okay. Ach, hier gibt es Quests. Gegen Alma-Kristalle. Ja. Och nö, und Belohnung 3 Äther finde ich jetzt auch nicht so cool. Präzisionsschutzsamen. Rotte das Ungeziefer aus, das die große Brücke plagt. Ne. Dafür haben wir noch zu wenige. What now? Und ich würde lieber erstmal die Goodbye.
die Helden erwecken, bevor ich sowas mache. So, speichern. Machen wir mal eben, damit wir das, falls was passiert, uns nicht alles nochmal anhören müssen. Würde ich dann eh rausschneiden, aber trotzdem. Ja. So, raus hier. Dann gehen wir jetzt mal zum Shop. If the one of your mirages has unlocked the joyride ability, you can hitch a ride on it as long as it's in your lineup. Ja. It might let you get around them more quickly. It might let you access some new places. It might help you find cool stuff. Or it might not let you do any of those things. Sometimes the joyride ability is just there because it's the fun. Give it a try and you might be the surprised. Wir möchten erstmal zur Promenade und einkaufen und gucken, was sie Neues hat. So. Hallo. Who's on your side when the going gets tough? Welcome to the Chocolate Mart. Hi. So. Kaufen. Was ist neu? Bomberfragment. Fügt einem Gegner geringen Feuerschaden zu. Elektrokugel fügt Blitzschaden zu. Frigicide. Eisschaden. Fischschuppe, Wasserschaden. Vogelschwinge, Windschaden. Erdtrommel, Erdschaden. Giftschaden. Ja, alles klar. Okay. Wir können also diverse... Ach nee, guck mal an. Feuersamen, Eissamen, Blitzsamen, Aquasamen. Also gibt es dann hier die Gießerkraut. Ja. Gibt es dann hier offenbar die verschiedenen Sachen, die man einpflanzen kann, im Mira-Boarden zu kaufen. Das ist gut. Wollen wir Sachen verkaufen? Nö. Okay, danke für gar Have a nichts. fantabulous Oh day. yes, we will. Thank you. So, jetzt gehen wir mal in die Wohnung. Denn hier haben wir das Mirage Companion, das Mirapedia, genau, Enzyklopädie der Charaktere, das wollen wir. Wir möchten nämlich einmal, das hatte ich alles, glaube ich, schon mal vorgelesen in der Demo. Das lassen wir mal kurz weg. Charaktere ändern, Tama, Serafi, Frau mit der Maske. Da können wir noch nichts drüber wissen. Ihre geheimnisvolle Maske und eigentlich ihr ganzes geheimnisvolles Wesen, vermutlich weiblich. Ein Karfunkel ist immer an ihrer Seite. Okay. Achso, ich muss auch mit den Besonderheiten vorlesen, damit es besser kommt. Erster Auftritt, World of Final Fantasy. Okay, Brandiles. Japanischer Sprecher, englischer Sprecher, Tony Amendola. Alter Unbekannt. Besonderheiten, schwarze Rüstung, Hörner und 6 Schwingen, die seinen Körper verhüllen. Ist auch hier das erste Mal aufgetaucht. Geflügelte Ritterin. Kaiko Han und Jennifer Hale sprechen sie. Besonderheiten, beeindruckende Krallen sowie eine Rüstung mit Schwingen und daher... Achso, und Schwingen und daher Herren der Lüfte, ja. Sie stimmt, die Krallen waren sehr beeindruckend, als sie Dayuna zerhackstücken wollte. Das war ziemlich cool. So, Krieger des Lichts. Toshihiko Seki und Grand George. Alter in Grimoire 20. Eigenschaften in Grimoire. Ein entschlossener Hauptmann im Dienste Cornelias. Seine Soldaten schauen zu ihm auf. Ja, sind ja auch gleich groß. Wie komme ich hier runter? Ah ja. Ja, okay. Dissidia, Final Fantasy. Herkunft der Seele Dissidia, Final Fantasy. Was ist denn Dissidia? Als Lan und Rain dem Krieger des Lichts zum ersten Mal begegnen, ist er noch nicht der Held, von dem Legenden erzählen, sondern einer von vielen Hauptmännern der Armee Cornelias. Doch nachdem er von einem geheimnisvollen Licht berührt wird, welches von den Zwillingen ausgeht, erwacht er als der erste Erlöser Grimoires, denen Lan und Rain im Laufe ihres Abenteuers über den Weg laufen. Ja, okay. Prinzessin Sena, Final Fantasy. Aha, klar. Alter 21. Wir machen irgendwann mal eine kleine Lesestunde. Final Fantasy 13.2. Stimmt. Yuna ist aus 10, das wissen wir. 17, genau. 13, siehst du, sag ich ja. Ach nee, ich habe 12 gesagt, ne? Das war falsch. Das ist natürlich aus 13. Gut, wen haben wir noch? Charlotta. Final Fantasy Crystal Chronicles, Echoes of Time. Ah ja, okay. Final Fantasy 6, der gute Kaktor-Schaffner. Nicht so gut, ey. Tomberry, Final Fantasy 5. Chocobo-Küken, Final Fantasy 13. 13 erst? Okay. Ifrit schon in Final Fantasy 3. Urgestein, würde ich sagen. Shiva genauso. Ramu genauso. Ja, Lan und Rain kommen hier. Alles klar.
Damit sind wir doch schon um einiges schlauer. Können wir schon Minispiele machen? Nein. Ach, wie enttäuschend. Na gut. Dennoch haben wir einiges über Charaktere gelernt und haben ein namenloses Mädchen kennengelernt, die uns ganz viele tolle Sachen beibringen kann. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir für diese Folge sehr, sehr viel gesehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, also wenn ihr denn möchtet, bis dahin, eine gute Zeit, gehabt euch wohl, euer Rhosko. Tschüss.